Ja, Leute, die mir regelmäßig folgen, wissen ja, dass ich sehr oft hier mit dem Fahrrad unterwegs bin, auch zur Arbeit, wenn es schneit oder selbst wenn es leicht regnet, bin ich eigentlich überwiegend nur mit meinem Fahrrad unterwegs. Ja, das Auto nutze ich eigentlich nur, wenn es wirklich stark regnet oder wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Ja, aber ja, wenn man viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss man auch mal sowas wie so ein Fahrrad-TÜV machen, und das nennt sich hier Przegląd. Ja, ist ja mit einem TÜV gleichzusetzen, sage ich jetzt mal, mit einem Fahrrad-TÜV. Ja, weil mir halt schon beim Schalten auch die Gänge immer abspringen, und ja, es ist einfach schon ja, manchmal schon nicht mehr ganz sicher, und die Kette springt auch manchmal ab. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mal hier so ein Przegląd zu machen. Und ja, dann nehme ich euch einfach mal mit, um zu gucken, wie das hier eigentlich alles so abläuft. Ja, dann bis gleich. So, ich weiß jetzt nicht, ob man hier das Knirschen und Knatschen vom Fahrrad hört, weil ich bin jetzt auch gerade auf der Straße und es ist relativ laut eigentlich. Aber ja, man merkt das auf jeden Fall. Ja, das Fahrrad braucht auf jeden Fall einmal so eine Untersuchung, und dann müssen auf jeden Fall mal die Schrauben irgendwie nachgezogen werden oder so. Ne? Ja. Wir müssen auch eigentlich gleich da sein, das ist irgendwo hier in der Nähe. Ja, Fahrrad ist jetzt abgegeben. Wir haben heute Dienstag. Der Herr hat gesagt, am circa Freitag kann ich das abholen. Also nur jetzt die Abgabe und ein Voll-Przegląd, also quasi eine Vollüberprüfung, kostet alleine 200 Zloty. Ich habe jetzt hier auch so einen Zettel gekriegt, ja, so einen Abholschein, den ich dann später abgeben muss, um dann das Fahrrad wieder abzuholen. Aber der hat schon gesagt, auf den ersten Blick, er sieht, dass die Kette gewechselt werden muss. Er hat auch so ein komisches Ding dran gehalten und meinte, ja, die sollte mit großer Wahrscheinlichkeit auch gewechselt werden. Zudem hat er auch noch gesagt, dass wahrscheinlich diese Gänge, diese Zahnräder eventuell auch gewechselt werden müssen, was dann wahrscheinlich auch noch mal 200-300 Zloty kostet. Also dieser ganze Spaß wird mich jetzt wahrscheinlich um die 400-500 Zloty kosten. Das ist es mir aber wert. Ich mache sehr, sehr, sehr viele Kilometer mit dem Fahrrad. Ich würde jetzt mal sogar schätzen, locker 2.000, 3.000 Kilometer im Jahr. Und ja, da ist mir das auf jeden Fall schon wert, dass es auch vernünftig gemacht wird. Ich bin aber gespannt. Er hat mir sogar noch gesagt, wenn ich das Fahrrad am Freitag abhole, wird das fast wie neu aussehen. Da bin ich wirklich gespannt. Ich habe ein Vorher-Video gemacht, wie das aussah, das Fahrrad. Und ich bin schon wirklich auf Freitag gespannt. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, und dann werdet ihr sehen, wie das aussieht. Ja, heute haben wir Freitag. Ich habe gestern Abend schon einen Anruf gekriegt, dass mein Fahrrad bereit ist, es abzuholen. Der hat mir am Telefon gesagt, dass wohl die Kette gewechselt worden ist. Der ganze Spaß, also mit der ganzen Untersuchung und der Tausch der Kette, kostet mich jetzt 295 Zloty, was umgerechnet ja ungefähr 60 € sind, vielleicht ein bisschen mehr, aber so ungefähr. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Fahrrad aussieht. Ne? Also der hat mir schon am Dienstag gesagt, dass das wohl wie neu aussehen wird. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Ne? Ja, es fängt jetzt auch an zu regnen, aber ja, wir sind schon da. Das ist jetzt hier, also im Prinzip ist das hier einer von diesen Garagen da. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht. Oh, es regnet immer stärker. Naja, zum Glück ist das ja nicht weit von mir. Mal schauen, wie das aussieht jetzt, das Fahrrad. So, ich habe jetzt mein Fahrrad abgeholt. Also auf den ersten Blick kann ich auf jeden Fall sagen, dass ist auf jeden Fall sauber. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Wurde auf jeden Fall noch mal zusätzlich geputzt, denke ich mal. Irgendwie. Hier haben wir auch eine neue Kette, hat mir der Herr dran gemacht. Rest musste hier nicht getauscht werden. Ja, wie auch vereinbart, 295 Zloty hat das gekostet, umgerechnet knappe 60 €. Ich steige jetzt mal drauf, um den Fahrtest zu machen. Ich weiß ja, wie es vorher war.
und wie es jetzt war. Und das Fahrrad fährt auf jeden Fall viel geschmeidiger, viel sanfter. Also man merkt einen gewaltigen Unterschied beim Fahren. Das knatscht und knirscht überhaupt gar nicht mehr. Das ist richtig geschmeidig und weich. Ja? Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Untersuchung vom Fahrrad. Und ich bin jetzt auch schon von Dienstag an bis heute mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und ich muss sagen, das hat mich schon langsam irgendwie ein bisschen angekotzt. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und ja, ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir sowieso mal sagen lassen, dass man sowieso einmal im Jahr mal mit dem Fahrrad so eine Untersuchung machen soll. Ich glaube, das werde ich auch in Zukunft machen. Ich hatte nämlich die letzte Untersuchung in Deutschland gemacht, kann ich mich nur daran erinnern. Auch bei ungefähr 2000 Kilometer, also mit dem Fahrrad 2000 Kilometer. Und ja, ich werde das definitiv auch machen, vor allem wenn ich das Fahrrad eigentlich täglich nutze. Schon fast eigentlich, will ich schon sagen, fast mehr wie mein Auto. Ne? Deswegen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ihr mal in Łódź sein solltet und einen guten Fahrradservice sucht, ich packe euch auf jeden Fall mal den Link, falls ihr eine Internetseite habt, den Link packe ich euch in der Videobeschreibung, könnt ihr auch mal dort euer Fahrrad abgeben. Ne? In diesem Sinne, ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao! But I don't